Willkommen zurück zu einem kleinen Update-Video. Wie immer, ich benutze die fraktale Methode. Erklärvideo gibt es wieder am Ende des Videos. Okay, na dann springen wir mal rein in AMC. Wie immer, wenn euch die ganze Variante, also das ganze Fractal interessiert, wenn euch interessiert, was für persönliche Preisziele ich habe, ob ich einen Ein-Part-Squeeze oder einen Zwei-Part-Squeeze tracke, im generell das ganze Fractal, verlinke ich euch wieder das ganz große Roadmap-Video ans Ende. Heute schauen wir uns noch an, was wir heute gemacht haben. Also zoomen wir mal rein. So, eine allerletzte Sache zu diesem kleinen Krieg, den ich nicht angefangen habe. Ja. Zur ganz kurzen Wiederholung. Ja. Ich war einfach der Meinung, dass wir diese Woche ein Pullback bekommen. Habe ich ja auch im letzten Video am Sonntag schön gesagt. Einer meiner frühesten Viewer ist da sehr emotional geworden und böse, weil er halt der Meinung war, wir laufen hundertprozentig diese Woche auf 3, 4 oder 6 Dollar. Ähm, und dann war er halt auch noch extrem unhöflich, weil er gemeint hat, wir können hundertprozentig nicht unter 1,88 fallen. Ja, und dann habe ich halt, was ich interessant finde, von einigen seiner Leute halt dieses Bild bekommen, ja, dass ich halt ein Clown bin, keine Ahnung habe. Ich werde sogar mit Pantano verglichen. Ja, ich meine, das ist eigentlich die größte Beleidigung meiner Meinung nach. Ja. Aber grundsätzlich war dieser ganze Kampf absolut sinnlos, weil wir diesen Move heute bekommen haben. Ja. Ich sag halt nur, gut, ihr seht es ja hier am Bildschirm, hoffentlich. Ja. Ich würde halt sagen, wir inversen, ja, oder drehen diesen Tweet halt um, ja, weil er geschrieben hat, jeder Einzelne, der gedacht hat, dass wir unter 1,88 gehen, ja, der ist ein Clown, ein Drama-Clown, hat keine Ahnung und er sollte eigentlich sofort geblockt werden. Also drehen wir es um. Ja. Ich würde sagen, jeder, der hundertprozentig gesagt hat, wir machen das nicht, ist ein Clown, hat keine Ahnung und sollte geblockt werden. Um das jetzt komplett abzuschließen, weil ja, wahrscheinlich nervt es die Leute auch schon, mich nervt es mittlerweile auch schon. Ich habe die erste Schlacht gewonnen, die zweite. Und mit diesem Move heute würde ich sagen, meiner Meinung nach, ich habe den Krieg gewonnen. Ja? Somit, du kleines emotionales Bürschchen, bye bye. Gut, und jetzt können wir diese ganze Scheiße auch endlich löschen. Gut, wie wir das heute jetzt machen werden. Als erstes werden wir uns das Microtracking anschauen. Ja? Und danach werden wir kurz rauszoomen, um zu schauen, was wären die nächsten Moves. Ja? Gut. Wir haben ja jetzt diese Woche, ja, also vom Montag, eigentlich nur Pullbacks gehabt. Ja? Ausschließlich nur Pullbacks. Und wir sind jetzt hier am Donnerstag, dem 25. Juni, haben wir unser Wie bekommen und sind gebounced. Jetzt habe ich ja im Sonntagsvideo, wie gesagt, das kann oder ist sehr wahrscheinlich das Peak von unserem High Low und dass wir runter müssen. Oder dass wir nur sideways gelaufen wären. Diese zwei Varianten waren eigentlich mein Haupttracking. Und der Punkt, zu dem wir runter mussten, war V under A. Und wo ist unser V under A, also der A-Boden, war ganz genau bei 1,82. Jetzt war das recht witzig zu heute, weil eigentlich waren das die ersten Kerzen heute. Ja? Runtergeneift zu ganz genau 1,81. Im Großen und Ganzen, das reicht. Ja? Fürs absolute Haupttracking, sage ich auch gleich dazu, sind wir fertig mit diesem Pullback. Ja? Weil wenn man sich das jetzt ganz genau anschaut, was haben wir nämlich heute noch so gemacht? Ja? Wir sind runtergefallen. Wir haben heute das letzte Knife bekommen, wie ich euch schon bei den letzten Sachen gesagt habe, wie bei Beyond oder bei FFAI. Der letzte Drop, also der Drop vom T zum V, ja, ist meistens der schnellste und brutalste. Und ich meine, das war schnell und brutal, würde ich sagen heute. Ja. Was wir aber trotzdem zusätzlich gemacht haben, ist, wir haben eine Kerze nach unten,
kein doppelter Boden. Ich meine, wir sind hier sogar auf dem 10-minütigen Chart. Das war einfach nur runtergeknallt und sofort gebounced. Und den ganzen restlichen Tag, wir haben sogar schon unser Micro High Low gemacht, das hier, und sind gebounced. Super. Ja? Somit, was kommt jetzt als nächstes? Als erstes, ja, fangen wir an mit, gibt es noch eine Möglichkeit, dass wir noch weiter runtergehen? Ja? Weil man muss immer eine Alternative haben. Ja, gibt's leider noch immer. Ja? Ich gehe nicht davon aus, ja, aber einfach nur, damit wir halt auch ein Sicherheitsnetz haben. Das hier heute könnte T gewesen sein. Ich werde euch den Grund dann noch geben, aber es könnte noch T gewesen sein. Und morgen zum Beispiel machen wir ein tieferes Low wie heute. Könnte sein. Das Einzige, was wir nicht machen dürfen, und das ändert sich in keiner einzigen Variante, wir dürfen unter keinen Umständen 1,72 berühren. Ja, ich habe das jetzt schon oft genug gesagt. Wenn wir das machen, wird es scheiße. Ich kann es mir nicht vorstellen. Ja, aber wenn wir das machen, sind wir zu low für die bullische Alternative, für die bullischen Varianten meiner Meinung nach. Dann, und um das auch klarzustellen, weil ich die Frage bekommen habe, okay, das heißt, wir machen dann die bärische Variante, wo wir zu 6,9 raufgehen. Nein. Wenn wir hier runterbrechen und dieses Low brechen, dann war wahrscheinlich der 22. Juni das Top von 2026. Ja? Und das hier schon das Lower High. Ich gehe nicht davon aus, ja, aber wir haben unsere Fixpunkte. Ja? Gut, das wäre die bärische Variante. Ja? Wenn wir jetzt morgen noch das hier machen müssen und dann bouncen, wäre auch okay. Wie gesagt, nur 1,72. Es schaut allerdings verdammt gut aus, dass unser Higher Low fertig ist. Was passiert jetzt als nächstes? Ich habe euch ja gesagt, für die bullischen Varianten und egal, ob wir das hier machen oder ob wir das hier machen, ja, dürfen wir halt 1,72 nicht brechen und berühren und dürfen aber auch 3,04 nicht brechen und berühren. Das ist jetzt anders. Also ich meine, 1,72 bleibt. Dürfen wir nicht berühren. Da wir aber fertig sind, dürfen wir. Wir sind fertig. High Low ist fertig. Wir dürfen. Ja? Und morgen ist Donnerstag, oder wenn ihr es euch anschaut, ist es heute Donnerstag. Heute ist der letzte Tag, weil am Freitag ist geschlossen. Jetzt ist die Frage, ob dieser Donnerstag dann halt als Freitag gilt. Ja, AMC und GameStop laufen immer Freitag, montags. Schauen wir mal. Ja. Jetzt kommen wir allerdings zur Sache. Wie schaut das nächste Woche aus? Ja. Mache ich am besten Splitscreen. So, zur Erklärung. Linke Seite AMC, rechte Seite AMC, klarerweise beide auf dem einstündigen Chart. Linke Seite ist von März 2026 bis heute und rechte Seite ist der 5. Jänner bis zum 22. Jänner. Und wir haben ja zwei bullische Varianten. Ja. Die eine Variante ist, wir wären hier, ja, und zwar am 20. Jänner. Und zwar, das wäre das hier, ja. Oder wir wären erst am 13. Jänner 2021. In dem Fall wäre das ganze Ding hier, das ganze Ding hier. Ja. Kurze Wiederholung, einfach nur, weil das ganze Ding hier ein 0,5 Pullback ist und das ganze Ding hier ein 0,5 Pullback ist. Ja. Weil das Problem, was wir derzeit haben, ist, dass das hier ein 0,618 Pullback ist und damals in 2021 von dem Boden zu dem Peak es ein 0,5 Pullback war. Jetzt kann man dazu sagen, okay, ja, B darf das und man muss das nicht 1:1 nehmen. Ja. 2021 waren beide Pullbacks 0,5. Ja. Das war 0,5, das war 0,5. Und dieses Mal ist es beide ein 618 Pullback. Ja. Das zu das 618, das zu das 618.
Und in 2021 war das zu das 0,5 und das zu das 0,5. Jetzt könnte man sagen, gut, weil wir größer werden, ja, machen wir halt jetzt 618 Pullback. Okay, könnte sein. Oder aber wir sind halt erst im bullischen Fall am 13. Jänner 2021. In dem Fall es besteht noch immer die Möglichkeit, dass das unser nächster Move ist. Ja? Nicht der große Squeeze, noch nicht, sondern erst Jänner 20. Ja, das wird uns zu 5, 6, 7, 8 erst hochschießen. Das dauert halt länger, muss man auch dazu sagen. Aber, muss ich auch dazu sagen, selbst wenn wir im 13. Jänner sind, der Bruch passiert dann trotzdem hier. Ja? Stellt sich nur die Frage, haben wir genug Volume, um das zu überspringen, oder müssen wir wirklich diese Landmark machen? Müssen wir dann schauen. Aber auf was ich hinaus will, die Frage, wie schaut es jetzt nächste Woche aus? Ja? Und die Sache ist, ja, wir haben jetzt unser Higher Low bekommen. Ja? Wir reden von diesem Landmark hier. Mein jetziges Problem ist nur wirklich die Sache. Wir sind viel größer als damals. Ja, ihr müsst euch überlegen, das hier von W zu A hat 8 Tage gedauert. Und wenn wir wirklich hier oben im 20. Jänner sind, von diesem W zu diesem A hat schon 21 Tage, wir müssen ja bis zum Pullback runtergehen, hat 50 Tage gedauert. Wir sind langsamer, weil das Fractal immer, wenn es sich wiederholt, größer, aber auch langsamer wird. Jetzt habe ich, das ist jetzt, ich kann es nicht messen, aber ich habe halt das Problem, das Knife hat gepasst an beiden Stellen. Ich habe nur das Problem, dass wir diese ganze Landmark hier in einem Tag erledigt haben. Kann sein. Kann wirklich sein. Ich muss nur eher sagen, ich würde nicht sagen, ich bezweifle es, aber 60, 40? Also 60, wir sind noch nicht fertig, 40, wir sind fertig. Ja. Was würde das bedeuten? Was würden wir also machen? Ja, den ganzen Rest der Woche würden wir in dieser Range bleiben, meiner Meinung nach. Ja. Dasselbe, was wir hier gemacht haben, vom 13. Jänner bis zum 15. Ja, wir sind in der Range geblieben. Oder dasselbe, was wir am 20. Jänner gemacht haben, bis zum 20. Jänner in dieser Range geblieben. Das waren halt nur 2 Tage hier. Ja, das könnten halt 1 oder 2 Wochen werden hier. Ja. Oder wir brechen einfach aus. Ja. Für Levels ist es ziemlich einfach. Alles über $3 und ole. Ja. Ich muss ehrlich dazu tendieren, ja, ich freue mich, wenn ich falsch liege. Sage ich ehrlich dazu. Und wenn ich falsch liege, sitze ich natürlich auch da. In Position sollte jeder so und so schon sein. Kein finanzieller Advice. Ich muss nur dazu sagen, ich glaube, wir haben unseren Boden schon drin. Wir haben unser HLO schon drin. Wir reden heute noch über GameStop und für mich ist GameStop eigentlich noch nicht wirklich fertig für die bullische Variante, wenn wir es dann anschauen. Ich würde eher mehr dazu tendieren, dass wir die ganze nächste Woche wirklich gesagt nichts tun. Ja. Mir ist das hier einfach zu klein. Aber wie gesagt, ich liebe es, wenn ich mich irre in dem Fall. Ja. Für Levels, für die nicht Conclusion, für die Zusammenfassung, alles über $3. Ole. Ja. Und einzige Frage ist, squeezen wir oder müssen wir noch Jänner 20 bis Jänner 22, den 20. Jänner bis zum 22. Jänner machen. Ja. Und klarerweise alles unter 1,73. Und es ist scheiße. Bevor wir in GameStop noch reingehen, ja, und das möchte ich auch sagen, es mag manchmal den Anschein haben, ja, vor allem, wenn ich eine halbe Stunde vor dem Drop zum Beispiel die Homepage update und es 1:1 passt oder wenn dieses Level hier perfekt passt, dass ich in die Zukunft schauen kann. Nee, ja, ich kann nur
tracken, was ich auch sehe. Ich sage das wirklich eindeutig dazu. Wenn wir zum Beispiel, wenn wir bei Beyond heute auch sind oder bei Open, nur das machen, wird sich an meinem Tracking nichts ändern. Ja? Ich kann nur tracken, was ich sehe. Ja? Das hat nichts mit Vorhersagen, Wünschen oder sonst was zu tun. Ja? Deswegen ist es auch gleichzeitig so, ja, wenn ich sage, ich bin bei einer Aktie bärisch, dann ist das nur, weil ich gerade halt mehr die bärische Version sehe. Ja? Nicht, weil ich ein Arschloch bin, ein Schill oder irgendwen manipulieren will, weil ich möchte hier niemanden überzeugen. Ja? Ähm, aber wie gesagt, für AMC zum Beispiel jetzt bin ich bullish. Es schaut gut aus. Ja? Aber weil ich halt Price Action hier sehe. Ja? Ich hoffe, das war jetzt nicht zu verwirrend. Okay, dann schauen wir uns schnell GameStop an. Für GameStop auch wieder. Ja? Falls euch das ganze Tracking interessiert, falls euch meine persönlichen Preisziele ohne finanziellen Advice interessieren, wie der Squeeze ausschauen sollte und so weiter und so fort. Und vor allem auch, wie die absolut bärische Alternative ausschauen sollte, verlinke ich wieder das große Roadmap-Video ans Ende. Heute schauen wir uns nur an, was wir gemacht haben. Also zoomen wir mal rein. So, wir fangen einmal mit der linken Seite an, mit der, ich würde nicht sagen, es ist nicht die, ich möchte nicht sagen, es ist die wahrscheinlichste Variante, aber die Variante, die ich eigentlich sehen will. Ja? Bedeutet, wir sind kurz vor einem Ausbruch. Ja? Was meine ich damit? In dem Fall, das hier ist auf dem 1-Stunden-Chart vom 1. Mai bis heute. Ja? Unser Top, unser Midpoint, unser T. Hier am 23. Juni haben wir ein neues, nicht ein neues Allzeitlow gemacht, aber für diese Variante der niedrigste Punkt, ein neues Low, haben dann hier ein Higher Low gemacht. Perfekt. Sind ausgebrochen. Ja, über diese Candle haben wir ja schon geredet, wo ich mich aufgeregt habe, dass wir hier nicht drüber gegangen sind. Wenn wir das hier micro tracken, nur dieses T, ja, dann war das hier natürlich ein C, ein Lower High, ein Midpunkt und das hier war unser T. In dem Fall sind wir hier ausgebrochen. Das hier wäre unser kleines a. Wir haben auch einen wunderschönen 0.5618 Pullback gemacht. Ja? Und das hier ist schon der Weg zu B. Ja? Jetzt haben wir heute schon versucht, da drüber zu gehen. Und für diese Variante, wie gesagt, hoffe ich, dass wir weitermachen. Ja? Normalerweise für GameStop wäre das jetzt wirklich ein starker Move nach oben. Ja? Was meine ich mit starkem Move? Es wäre jetzt unser mittleres A. Ja? Ist wurscht, ob ihr euch die Bezeichnungen merkt, aber die Idee dahinter wäre jetzt, wir schießen hinauf. Ich meine, ich glaube nicht, dass wir das alles morgen machen, ja, aber in dem Fall würde GameStop nächste Woche im besten Fall hier hinaufschießen. Ja. Ziel wäre kein finanzieller Advice. Irgendetwas unter 37, aber über 28, irgendwo hier drin. Ja. In dem Fall, wenn wir das machen, wird EMC nächste Woche in der Range bleiben. Ja. Ich zeige euch dann gleich auch warum. Aber nächste Woche rauf das Top finden und dann Pullback machen. Ja. Der Pullback, wenn der fertig ist und wenn wir dasselbe machen wie 2021 und 2024, dann ist der Punkt, wo GameStop, EMC und Kors fertig sind. Ja, das ist der Moment, wo man dann wirklich sagen kann, hey Leute, es schaut gut aus für nächste Woche. Ja. Für das ist es essentiell, ich muss jetzt nicht sagen unbedingt morgen, aber es ist essentiell, dass wir zumindest 24 Dollar brechen. Es ist schon ein Anfang, wenn wir 23 Dollar brechen. Das wäre schon bullish. Aber es ist essentiell, dass wir 24 Dollar brechen. Und vor allem ist es essentiell, dass wir hier nicht runterfallen. Ja? Für Levels hier, wie gesagt,
23 ist schon bullish. 24 ist super. 26 für mich persönlich, es gibt keine bärische Alternative mehr. Wenn wir hier rejecten, ist Bestätigung 21,70, dass es nicht diese Variante ist. Ja? Welche Variante wäre es dann? Die noch nicht so bärische Variante wäre diese hier. Ja? In dem Fall ändert sich hier vorne gar nichts, aber in dem Fall wäre das, was wir seit dem letzten Freitag, seit dem 26. Juni machen, einfach nur unser Higher Low. Ja? So ähnlich wie bei AMC. Und das heute, der Peak heute, wäre unser Lower High. Das würde bedeuten, wir müssen jetzt hier runter, müssen unter 21,70, deswegen ist das ja nicht unsere unbedingte No-No-Linie, aber die Bestätigung, dass die Version falsch ist. Würden wieder raufkommen, wieder zu dieser Trendlinie, das wäre unser Midpoint, noch einmal runter unser T und unser Ziel wäre sowas bei 21,28. $21,28. Und dann können wir es wieder probieren. Warum ich diese Variante nicht so mag, ist, das dauert wieder Zeit. Ja? Und dann stellt sich die Frage, ist AMC und GameStop noch immer synchronisiert? Wenn ja, lauft dann AMC einfach nur zur Seite, ja, weil GameStop nicht fertig ist? Oder scheißt AMC auf GameStop und rennt mit Kurs weiter? Ja? Bevor ich euch zeige, warum ich diese Variante jetzt haben will, ja, die absolut Alternative ist, dass, wie gesagt, das habe ich in den letzten Videos schon gezeigt, das war unser T, das war unser Lower High. In dem Fall brauchen wir noch immer 2040, noch immer Higher Low und drauf. Und das wird dann noch länger dauern. Ja, ich sehe es nicht als unmöglich an, ja, aber also ich glaube, dann reden wir wirklich schon von August, September, ja. Ja, und die ganz bärische Variante, schaut euch im Roadmap-Video an, also dann wird es echt scheiße. Gut, warum will ich jetzt bei der Variante jetzt den Push sehen? Da, wieder zur Erklärung, linke Seite GameStop 4-Stunden-Chart und zwar in 2021. Rechte Seite 4-Stunden-Chart EMC natürlich auch im Jänner 2021. Und wenn man sich genau anschaut, dieser Move wäre vergleichbar mit diesem Move, ja, also der Move rauf zu 34, unter 34, aber höher als 28, wäre dieser Move der 13. Jänner 2021. Ja, weil genau in dem Moment, ich versuche das so einfach wie möglich zu zeigen. Ihr seht es ja auf beiden Charts, wenn ich das bewege, ja, seht ihr, dass auch bei AMC sich bewegt. Während AMC hier sein Higher Low macht, was wir jetzt gerade tun, macht halt GameStop seinen A-Run. Ja, das wäre das. Dann würde das wieder perfekt funktionieren, dass sie synchronisiert sind. Ja, sie wären extrem langsamer, ja, und haben uns oft jetzt geduckt im Vogel gezeigt. Das wäre allerdings Bestätigung, dass wir im richtigen Platz sind. Und dasselbe halt für 2024. Ja, linke Seite Mai 2024 für GameStop, rechte Seite Mai 2024 für AMC. Und auch hier müsst ihr euch das ganz genau anschauen. Am 3. Mai, ja, während AMC sein Higher Low gemacht hat, ja, kurz vorm Squeeze, hat GameStop diesen Run hier gemacht. Wieder der Run rauf zu A, der Pullback. Ja. Und während GameStop halt diesen Pullback und dieses komische zur Seite gelaufen ist, hat AMC sein Higher Low gemacht. Und in dem Moment, wo beide fertig waren, sind sie gemeinsam gesqueezed. Ja. Somit, deswegen würde ich jetzt wirklich, 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 wirklich gerne sehen, dass GameStop endlich Gas gibt. Ja. Wenn GameStop das nicht macht, ja, dann müssen wir halt dabei bleiben, da müssen wir halt wieder beide separat tracken. Weil
Ich sage das noch einmal. Für mich schaut AMC, kein finanzieller Advice, perfekt aus. GameStop schaut für mich scheiße aus. Ja? Aber wie gesagt, ich hoffe und ich kann mich beim Tracking für GameStop irren. Ja? Wie gesagt, bin auch nur ein Mensch. Ähm, wenn wir jetzt allerdings wirklich nächste Woche zum Beispiel den Move zu, sagen wir, 33, 34 für GameStop machen, während AMC nur zur Seite läuft, das wäre für mich persönlich, und ich sage das nicht oft, die hundertprozentige Bestätigung, dass wir wirklich kurz vor was Verrückten stehen und dass beide wieder synchron rauflaufen. Aber dafür, ja, muss GameStop sich langsam wirklich verschissen nochmal bewegen. Ja. Dieser Dreck seit Mai, dass wir andauernd Lower Highs machen, nervt langsam. Nervt wirklich langsam. Ja. Weil, wie gesagt, AMC läuft perfekt. Ja. Ich verstehe, muss ich ehrlich dazu sagen, ich verstehe eigentlich derzeit wirklich nicht, warum 2021 perfekt war, 24 perfekt war, 25 perfekt war und jetzt plötzlich GameStop sagt, ich habe keinen Bock. Ja, ja. Aber die Zusammenfassung ist, ich würde sogar mehr dazu tendieren, dass wir eben die Variante jetzt machen, dass wir rausbrechen. Aber wie gesagt, ich bin kein Hellseher. Ich muss auf Preis-Action warten. Allerdings sei dazu auch eins gesagt, ja, weil ich bin ja da immer sehr, ich bin ja transparent. Ich habe heute für nächste Woche Freitag, und das ist kein finanzieller Advice, ich lege es nur offen, für Strike $25 für nächsten Freitag ein paar GameStop-Calls gekauft. Ja? Also, wie gesagt, also ich tendiere mehr dazu. Ich hoffe, dieses Arschloch von GameStop haut mich nicht in die Tonne. Ja? Okay, dann, das war GameStop und AMC. Springen wir in Beyond. Auch hier für das große Update, wie das Faktor generell ausschaut, für die bärische Alternative. Wie gesagt, also wenn ihr euch die bärische Alternative nicht anschaut, braucht ihr euch nicht aufregen, wenn es dann die bärische Variante nimmt. Ja? Heute schauen wir uns an, was wir heute gemacht haben. Aber auch Preisziele und vor allem auch die Idee von Zeit. Ja, ich meine, das kann ich dazu sagen. Ich erwarte mir das Peak Juli, August. Ja. Vor allem, weil halt mein kleiner, spezieller Freund gesagt habe, dass ich seit Monaten sage, dass Beyond rennt. Ja, es ist halt eine verschissene Lüge. Ja. Jeder kann sich das bei meinem YouTube-Kanal anschauen. Ich sage seit Monaten, unser Peak erwarte ich Juli, August. Punkt. Gut, dann zoomen wir mal hier an. Wenn wir im Juni, im Juli oder im August noch immer hier unten rumkrebsen, ja, okay. Ja, dann lag ich falsch mit der Zeit. Ja, da gibt es keine Ausrede und kein Wenn und Aber. Okay. So, für unser Tracking jetzt hier. War das eigentlich heute ein guter Push? Ja, perfekt. Wir haben sogar unsere, unsere Himmelspforte berührt. Wir sind nur leider nicht drin geblieben. Ja, ich habe das ja auch bei AMC jetzt heute schon gesagt. Ich kann nur nach Price Action gehen. Ja, das hier wird langsam einfach nur fertig und nervig und fad. Ja. Deswegen, und das Micro-Tracking bringt jetzt auch nicht wirklich viel. Ich meine, wir reden jetzt heute drüber noch ein bisschen, weil da ist was Interessantes. Allerdings deswegen habe ich uns die Himmelspforte, das Niemandsland und die Todesarea hier hinzugefügt, ja. Solange wir in diesem verschissenen Bereich hier drin sind, ja, ist es halt leider Niemandsland. Alles unter 57 Cent ist wir sind tot, ja. Reverse Split, Delisting, Allzeitlow, was auch immer. Und wenn wir endlich in der Himmelspfortenbereich sind, ja, und drin bleiben, ja, dann ist endlich das da unten weg und wir können uns endlich aufs bullische Tracking konzentrieren. Für das, was heute passiert ist,
Ähm, ich weiß, es ist nervig, ja, mich nervt das ja auch, aber ihr müsst euch auch daran erinnern, Beyond ist ähnlich wie AMC und GME. Die großen Moves sind meistens zu 90% meiner Meinung nach freitags und montags. Jetzt ist wieder die Frage, weil Freitag eine Börse ist, zählt morgen als Freitag oder nicht? Müssen wir schauen. Ja. Aber deswegen, unter der Woche sollte man sich nicht so viel erwarten, außer wir sind schon in einem Run drin. Ja. Aber was wir jetzt heute gemacht haben, weil das hier ist einfach nur unser großes T, das Ganze hier. Großes T, letzten Freitag massiver Knife runter, ja. Und wie ich auch schon im letzten Video gesagt habe, ein wunderschönes Wie. Ja. Wir sind jetzt auf dem Weg, wenn wir sagen, dass das hier ist unser kleines T, dann suchen wir jetzt unser kleines A. Ja. Und wenn man es jetzt microtrackt, dann wäre das hier unser winziges A. Ja. Nach dem Pullback, über den reden wir gleich, kommt dann winziges B und dann kommt kleines A. Pullback, kleines B und so weiter und so fort. Dazu kommen wir noch. Ja. Wenn wir einfach squeezen, die Möglichkeit besteht, habe ich immer gesagt, ja, dann machen wir diese kleinen Scheißdinge nicht. Aber dafür müssen wir halt langsam anfangen. Ja. Wie dieser Pullback jetzt hier ausschauen könnte. Ja. Wenn das hier unser kleines A ist, muss ich sagen, ich meine, okay, wir könnten hier bouncen. Ich würde aber eher davon ausgehen, dass wir jetzt morgen, hoffentlich, damit es schneller geht, noch zu 72 oder im blödesten Fall zu 70 runter müssen. Weil, wenn das hier klein a ist, von dem Boden ist es entweder der 0.5 Pullback oder der 0.618 Pullback. Selbe wie AMC. Ja. Jetzt ist das, und ich sage das aber eindeutig dazu, das ist Micro-Tracking. Wirkliches Micro-Tracking. Für perfektes Tracking. Okay, machen wir das. Komm runter, komm nochmal rauf, T, Bounce, weiter geht's. Das ist für perfektes Tracking. Ich sage euch nur, das sage ich immer dazu, im Micro-Tracking, umso niedriger man geht, umso kleiner man das macht, umso höher ist erstens die Chance, dass man mit Volume einzige Landmarks überspringt und zweitens, dass man sich irrt. Ja, ganz einfach, dass man sich irrt, dass man glaubt, dieses Landmark ist das und das und das und dann ist es was anderes. Ja, deswegen, ganz ehrlich, ich würde das jetzt gar nicht so microtracken. Ich würde mir das einfach nur so denken, im besten Fall. Und ich denke das auch, war das hier letzten Freitag unser Boden, unser Wie. Und ab jetzt geht's hinauf. Alles über 84 Cent. Und das habe ich ja immer gesagt. Ich bin noch immer bearish bei Beyond. Ich habe meine Position noch immer, weil ich eine Chance sehe. Mittlerweile weicht dieses Bärische langsam. Ja? Aber solange wir nicht über 84 Cent sind, bin ich noch immer bearish. In dem Moment, wo wir über 84 Cent gehen, ist mein Fazit bullish. Ja? Oh ja, genau. Und wie gesagt, solange wir in diesem No Man's Land sind, sind wir in diesem No Man's Land. Leider. Ja. Wir können uns zu Tode microtracken hier drin. Ja. Es wird nichts ändern. Wir müssen hier raus. Ja. Es schaut aber gut aus, dass wir hier rausgehen. Die einzige Alternative, die ich hier hätte, ja, wäre, dass das hier erst unser M ist. Und zwar das M von diesem T. Und ganz ehrlich, selbst ich glaube das jetzt nicht. Ja. Das wäre sowas von komisch. Weil in dem Fall, wir würden dann hier runtergehen, würden dann hier raufgehen für unser T und würden dann erst unser W suchen. Alter, also wir werden dann heute noch über Open reden, das wäre dann so ein Open Move. Aber also wenn wir diese Scheiße machen, ganz ehrlich, dann wird, glaube ich, meine Juli-August-Idee nicht halten. Ja, wird einfach nicht halten, das wäre zu viel. Und es würde komisch ausschauen. Aber derzeit schaut es für mich persönlich
noch immer gut aus, dass das unser V war. Für die Upside jetzt, ja. Und um das nicht ins Micro-Tracking ausarten zu lassen. Wir müssen das uns so anschauen, dass unser nächster Move, ja, wenn wir nicht squeezen, ja, also wenn wir nicht plötzlich einen Oktober hinlegen, kommen wir gleich dazu. Unser nächster Move für langsame Varianten wäre, wir machen hier unten fertig, ja, und gehen, ich würde sagen, bis Mitte, Ende Juli hier hinauf. Ja. Ich rede von $5. Ja. Dann machen wir einen Pullback. Und in den August gehen wir zu unserem C. Daran ändert sich nichts. Unser C, was gleichzeitig unser Makro-A ist, also das komplett übergeordnete. Ja. Was ich damit meine. Ja. Unser Allzeit-High war unser altes Makro-C, Makro-Lower High, Makro-M, Makro-T. Makro Allzeitlow, Makro Higher Low. Das höchste, das größte Landmark, was es gibt. Und das nächste ist unser größtes A wieder. Ja, ihr müsst euch das so vorstellen, es wäre dieses A. Ja. Das ist noch immer für mich Juli, August. Und zwar, kein finanzieller Advice, zwischen 15, weil es muss über T sein, und unter M sein, also zwischen 15 und $44. Ja. Wenn wir sowas machen wie im Oktober, also das hier wäre Oktober, das hier, ändert sich nur an dieser Zeit hier nicht. Ja. Es könnte auch sein, dass wir deswegen so eine Scheiße hier unten veranstalten. Dass wir deswegen wirklich jedes kleinste A, jedes kleinste B, jedes kleinste Micro Higher ausführen müssen, weil es gibt ein fixes Datum, irgendwas im Juli und im August, und irgendwann davor werden wir plötzlich dann sowas sehen. Und bis dahin machen wir jeden kleinsten Scheiß. Ja? Weil eigentlich, wenn man sich Beyond so generell anschaut, das Higher Low war ein verschissener Squeeze. Ja? Das war an 2 Tagen 1600%. Das T war ein verschissener Squeeze. Das M war langsamer, aber auch hier, das Lower High war ein verschissener Squeeze. Und wie das vorige A und B ausgeschaut hat, wissen wir nicht, weil wir sehen meiner Meinung nach nur die letzte Hälfte vom C-Run. Aber auch das war verschissen nochmal. Ziemlich schnell. Ja. Somit, ich könnte mir eigentlich gut vorstellen, wir werden jetzt einen Krimskrams machen, ja, bis Mitte Juli. Ja. Ich meine, wir sind schon im Juli, ja. Und irgendwann kriegen wir dann plötzlich diese Kerze hinauf. Ja. Schauen wir mal. Ja. Das Einzige, was uns die Antwort geben wird, ist Price Action. Ja. Aber das Erste, auf das wir uns einfach mal konzentrieren müssen, ist, wir müssen endlich in den Himmel und hier raus. Ja, das wird einfach mittlerweile einfach nur Fahrt. Gut, weil gefragt worden ist, springen wir gleich rein in Open. Hier ist Open, und Open ist für mich persönlich so das perfekte Beispiel, ja, dass egal wie gut, egal wie lange ihr Fractal trackt, manchmal verarscht euch das Fractal. Manchmal habt ihr keine Chance. Was meine ich damit? Kommen wir gleich dazu. Ja. Kurz zur Wiederholung für Open. Ich weiß nicht, wann das letzte Update für Open war. Es ist eigentlich bis auf B Pullback ein wunderschönes Fractal. Wir haben ein C, ein Lower High mit Point T, fallen runter zu unserem Allzeitlow. So ähnlich wie bei EMC squeezen wir hier raus, ja, gehen in die Nähe von T, machen einen perfekten 0.5 Pullback und einen perfekten Breakout Retest von dieser Main Trendline. Ja. Dieser A-Pullback damals war auch wunderschön, und dieser A-Pullback damals hat genau 11 Tage gedauert. Dann sind wir raufgelaufen zu unserem B-Punkt. Ja? Und unser B-Punkt wieder in der Nähe von M. Und dann hat Open sich gedacht, es fängt an, eine richtige Bitch zu sein.
Warum sage ich das? So, ihr müsst euch überlegen. Wir haben unsere wunderschönen Regeln. Wir wissen, eigentlich sind wir in einem Squeeze Play. Das bedeutet, okay, die Runs nach oben sind schnell und brutal. Die Pullbacks, nachdem wir A gesehen haben, sollten allerdings auch relativ schnell gehen. Wir wissen, dass B in den 90% der Fällen einen 0.5 Pullback macht, aber auch einen 618 Pullback macht. So, ihr müsst euch vorstellen, ja, das hier existiert nicht. Wir sitzen gerade am 28. Oktober 2025. Wir tracken B. Wir haben also unser Top, wir haben unser Lower High, wir haben unser M, was hier anfängt, hier aufhört. Wir fallen hier runter, machen unser T. Und dann bekommen wir plötzlich ein Knife nach unten. Ja? Perfekt. Wir bekommen was Volatiles, wir kriegen ein Instant Bounce. Perfektes V. Und dann schaut man sich noch an, von dem A-Boden bis zum B-Peak. Hey, wir sind in der Nähe von der 0.5. Also denkt man sich, hey geil, B-Pullback ist fertig. Wir machen jetzt C. Und das ist eben das perfekte Beispiel. Manchmal hat man keine Chance. Weil das war perfekt. Absolut perfekt. Dass das hier hätte enden sollen und nach oben schießen sollen. Gut. Wie ihr jetzt seht, ja, und vor allem, wenn man sich denkt, das hier von hier waren 57 Tage, ja, da hat man noch sagen können, okay, ja, das hier waren 10 Tage, ja, mit dem Higher Low waren 16 Tage, weil es Bs machen wir ein bisschen langsamer, ja. Das war vor 293 Tagen, ja, weil sich Open einfach gedacht hat, leck mich am Arsch, diesmal nicht, ja. Im Großen und Ganzen war das hier einfach nur M, ja. Wir haben hier unser C, also unser Peak, unser B. Lower High ist nochmal dasselbe. Ja, sind runtergefallen. Das ganze Ding hier war Lower High. Ja. Hier hat M gestartet. Hier war M erst fertig. Und dann hat erst T angefangen. Wirklich. Also, ihr wisst ja, ich mag FFI zum Beispiel nicht. Ja, aber Open hasse ich deswegen. Ja. Jetzt haben wir leider noch immer 2 Varianten. Und das ist so das Nervige an Open. Ja? Weil für die bullische Variante ist das hier unser T. Für die bullische Variante war T hier fertig. Ich rede vom 9. Juni. Stört mich ein bisschen, ja, weil wenn wir uns nur T anschauen, nur das, dann haben wir unser Top, dann haben wir hier unser Midpoint. Und hier fängt das Problem ein bisschen an, weil dieser Midpoint hier, der hat hier aufgehört. Wir hätten also ein Mini-T. Mini-T. Wie gesagt, das M startet hier. Und das M hört hier auf. Das bedeutet, unser T war dieses kleine Futzelchen hier. Ich mag es überhaupt nicht. Ja, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, ich mag es überhaupt nicht. Aber für die bullische Variante würde das nur so gehen. Das bedeutet, das hier war unser Wie. Hier in dem Punkt, 9. Juni 2026, ist unser B-Pullback endlich fertig. Wir hätten jetzt hier das Higher Low schon gemacht. Und das würde auch bedeuten, ab jetzt geht es nach oben. Ja. Bevor wir schauen, wohin, die einzige Bestätigung, ja, und deswegen, ich sage ja auch dazu, ich habe derzeit keine Position, weil ich dem nicht vertraue. Der erste Punkt war über $5. Das ist bullish. Leider sind wir jetzt hier, könnte man sagen, das wäre vielleicht schon die Rejection, ja. Aber für Bestätigung müssen wir über 5,62.
dann okay, ist es das. Ole, wir gehen nach oben. Nächstes Ziel dafür wäre das hier. Ja. Ähm, entweder wir brechen Allzeitteil, ja, Allzeitteil, oder halt irgendwo in dem Bereich. Ja. Weil wir müssen auf jeden Fall über den B-Peak drüber, also wir müssen über 11 und dann ist nur die Frage, wie hoch gehen wir. Ja. Kann keiner predikten, wie hoch wir gehen. Jetzt zur Alternative. Ja. Die ist noch immer bullish, aber sie dauert länger. Für die Alternative, eben weil wir dieses Problem haben, dass dieses T so verdammt verschissen winzig ist. Wenn wir irgendwo unter 5,36 rejecten, also eigentlich genau in der Area, wo wir jetzt gerade sind, ja, von $5 bis, ich würde sagen, 45. Wenn wir hier irgendwo rejecten, dann wird das erst unser kleines T von T. Und das bedeutet, Open verarscht einen wieder. Deswegen spiele ich es derzeit auch nicht. Wir brauchen noch einmal ein neues Low. Ja, tiefer als das. Alles hier. Ja, irgendwas, ich würde davon ausgehen, $4 bis 4,70, irgend sowas. Und dann sind wir erst fertig mit dem B-Pullback. Dann bräuchte man vielleicht noch ein Higher Low und dann geht es hinauf. Wenn man sich das anschaut, dann dauert das wieder länger. Ja. Ich muss halt wirklich eins sozusagen, nach dem, was ich jetzt euch gerade erklärt habe, ich tendiere dazu. Ja. Einfach deswegen, dieses T hier hinein zu quetschen ist bäh. Aber wenn wir über 5,62 gehen, lag ich falsch. Dann war das halt ein kleines Mini-T und okay. Ja. Die absolute Nono-Linie, die wir nicht überschreiten dürfen, warum auch immer, ist $3. Sehe ich überhaupt nicht. Aber wenn wir $3 brechen, dann war das ein Peak. Dann geht es wirklich tief runter. Sehe ich nicht. Aber wir müssen immer eine Alternative haben. Gut, dann machen wir noch ein klitzekleines Update, einfach nur wegen der Price Action zur FFI. Und für FFI schaut euch, wenn euch das Ganze interessiert, schaut euch einfach das letzte Video an. Heute schauen wir uns wirklich nur an, was wir heute gemacht haben, ja, weil es gibt nicht viel zu sagen. Außer es schaut nicht so schlecht aus. Also ganz ehrlich, muss ich ehrlich sagen, es schaut nicht so schlecht aus. Das hier ist noch immer unser Makro-Higher Low. Ja? Was meine ich damit? Das letzte Higher Low vor einem potenziellen Squeeze. Und wir haben zwar jetzt ein kleines niedrigeres Lower High hier gemacht, Lower Low hier gemacht, hier. Hier, das war am Freitag, ein kleines Lower Low. Aber das könnte unser Micro Higher Low sein. Also das Micro Higher Low zum großen Higher Low. Weil wenn man sich das ganz genau anschaut, hier unter das 786, hier war auch unser kleines A, also haben wir auch schon ein V an der E Aufschnitt hingelegt. Also ab nach oben. Ja. An den Zahlen hat sich nur halt noch nichts geändert. Ja. Für Bestätigung und wo wir wahrscheinlich aber schon squeezen werden, ist halt über 45 Cent und wir dürfen halt nicht unter 20 Cent. Sonst gilt für das einfach leider nur warten. Ja, ist so ähnlich wie Beyond. Ja. Würde ich aber sagen, schaut jetzt derzeit nicht so schlecht aus. Und weil es gewünscht wurde, ist, schauen wir uns noch Stim an. Ich muss sagen, ich bin mir nicht einmal sicher, ob ich das nicht schon mal gezeigt habe. Weil Tracking hatte ich schon drauf. Ja. Für Stim. Erstens, was macht Stim? Ja, irgendeine medizinische Firma. Was haben wir noch? 24 Millionen Float ist halt ein ziemlich arschkleiner Float, aber okay. Fürs Tracking, fürs bullische Tracking wäre allzeit hoch klarerweise unser C. Irgendwo hier wäre unser Lower High. Hier am 5. Februar 2021 war unser M. Und hier am 26. März 2024 war unser T. Ja? M hat hier angefangen, M hat hier aufgehört, T hat hier angefangen, T hat hier aufgehört. Und das ganze Ding hier
ist ein massiv großes High Low. Ja. Es ist kein A, auch wenn wir über T drüber gegangen sind, ja, weil wir schon unter der 786 hier waren. Ja. Für die bullische Variante sollten wir nach oben gehen, ganz ehrlich. Für Bestätigungslevels würde ich sagen, alles klarweise, ich meine, ich glaube, es ist ziemlich einfach, über 2,46 ist bullish. Und wie das Ganze jetzt ausschauen würde, wenn wir jetzt hier hinaufgehen. Über T. Ich würde sagen, das können wir uns gleich anschauen. Mit dem FIPS geht es jetzt nicht so toll, aber irgendwo in dem Bereich, 14, 15, 16 Dollar, das wäre unser Makro A. Dann, wenn wir einen Pullback machen, wir haben halt noch nie hier A oder B gesehen. Haben wir nicht. Kann also sein, dass wir auch einfach wumm hinaufgehen. Ich meine, die Landmarks sind ziemlich vertikal. Wir hatten hier allerdings, sieht man schön, wir hatten Pullbacks. Vor allem A, glaube ich, werden wir einen Pullback sehen. Aber in dem Fall rauf, 14, 15, 16, Breakout Retest von diesem Trend. Und unser B wäre dann schon über 22. Ob wir dann einen Pullback machen oder nicht, schauen wir. Und dann was auch immer C ist. Ich glaube, wir haben hier keine Splits. Habe ich das eingeschaltet? Ja, nein, wir haben keine Splits. Somit sind diese Preisziele alle richtig. Für die Levels nach unten, weil man immer eine Alternative braucht. Die Alternative für dieses Ding ist, dass dieser Peak hier am 28. Februar unser T-Peak war. In dem Fall wäre das C, L, M. Wenn hier runterfallen, T, ein neues Allzeitloch. Für Levels, schauen wir uns das an. Absolute Bestätigung ist alles unter 1 Dollar und es kommt zu der Variante. Kein finanzieller Advice. Für mich persönlich, ich würde auch schon anfangen, bei 1 Dollar 12 Cent aufzupassen. Ja. Eigentlich sollten wir von hier an hinaufgehen. Ja, für die bullische Variante. Schaut nicht so schlecht aus. Schaut wirklich nicht so schlecht aus. Okay. Ein letztes noch, nur ein kleines Update zu Fuser. Weil mir ja auch ein bisschen vorgeworfen, die Fractal-Methode funktioniert nicht. Ich mache jetzt hier kein Fractal-Update drüber, weil es hat sich am Tracking nichts geändert. Ja. Ihr könnt es einfach eingeben bei meinem Kanal Fuser, dann schaut euch das neueste Video bei Fuser an. Es trackt perfekt. Ich gratuliere jedem, der mitgespielt hat, ja, oder noch mitspielt. Es gibt nur eine klitzekleine Warnung, ja, für Fuser. Das ganze Ding hier, ja, seit April 2025, das hier, ist unser Makro Higher Low. Es gibt zwei Varianten dafür. Die normale Variante ist, unser Peak wird irgendwo in diesem Bereich sein. Und ich rede von 38 bis 84, irgendwo in diesem Bereich. Und wir sind schon verdammt knapp dran. Ja, wir hatten einen wunderschönen Run die letzten Monate. Ja, 500%. Wunderschön. Ja, wie gesagt, gratuliere jedem, der das Tracking verfolgt hat. Es wird nur langsam gefährlich. Ja, sage ich dazu, fürs normale Tracking wird es gefährlich. Wir werden irgendwo hierauf kommen. Irgendwo hier wird unser Peak sein. Fürs normale Tracking kommt nachher dann der Pullback. Und zwar zu 5 Dollar. Ja, und dann checken wir wieder rauf. Ja. Das kann auch relativ schnell gehen, weil unser Vergleichs-Higher Low war das hier. Juli 2019. Ja. Der erste Drop wird schnell sein. Der Rest von dem Higher Low wird wahrscheinlich wieder Monate dauern. Ja. Aber der erste Fall kann schnell sein. Die einzige Alternative zu dieser Version derzeit, und sie ist dumm, ja, und bitte verlasst euch nicht drauf. Ich sage das eindeutig. Wir tracken dieses Higher Low
Nur so, weil, wenn ihr euch mein Tutorial-Video angeschaut habt, gibt es 2 Trendlinien. Die eine ist die normale, wo alle Dinger drauf sind. Das C, das L, das M, das T. Ja? In dem Fall wäre das Higher Low das hier. Kommen wir gleich dazu. Es gibt diese Spezialregel, dass wenn T zu kurz ist, um an die Haupttrendlinie ranzukommen, dann wird die Haupttrendlinie, die ist weg, und es wird die Haupttrendlinie von M zu T. Und in dem Fall wird das Higher Low eben unter dieser Trendlinie bleiben. Deswegen ist unser Preisziel ja 84, 60 bis 84. Wenn das in dem Fall nicht stimmt, dann wird unser Higher Low das hier werden. Ja? Es muss nur unter T bleiben. Aber das bedeutet, dass unser Higher Low bis zu 700 drauf geht. Würde passen, weil FUSL ist verdammt groß und verflucht alt. Aber trotzdem, wie gesagt, verlasst euch nicht drauf. Ja? Ich würde sagen, wenn wir $100 brechen, okay, dann können wir wirklich langsam tracken, dass wir wirklich zu 700 draufgehen. Andernfalls, Vorsicht, gehe ich eher davon aus, dass wir hier an der Trendlinie rejecten werden und uns dann langsam auf den Weg nach unten machen. Wie auch immer, wie lange das hier dauert. Danach kommt A und A muss über 880. Das wird dann wieder interessant. Aber das Fractal war perfekt. Es ist eins meiner, ich weiß nicht, wann haben wir angefangen? Ich glaube im Oktober 2025 habe ich das zum ersten Mal gezeigt, habe es fast nie anpassen müssen. Es war einfach perfekt. Könnt ihr auch auf der Homepage anschauen, ja, oder die Videos durchschauen. War einfach perfekt. Ja. Und ganz ehrlich, wie kann man das wissen? Zeit habe ich nicht angegeben, okay? Es ist so groß, kannte ich nicht berechnen. Aber alleine die Moves sind perfekt. Okay, gut. War leider nicht so ein kurzes Video, aber ja. Wie immer, Erklärvideo hier, Playlist hier, das große Roadmap-Video da dahinter. Wenn es euch gefallen hat, gibt es mir ein Like. Wenn ihr mehr sehen wollt, gibt es mein Abo. Und schauen wir mal, was uns AMC morgen bringt. Nächstes Update-Video mache ich am Wochenende. Ja, ich habe das ja heute extra vorgezogen, weil Freitag eine Börse ist. Wahrscheinlich Samstag, wahrscheinlich Sonntag. Ja. Aber ja, sonst alles Gute.